Einen wundervollen guten Tag. Willkommen zurück zu Redux oder React Redux, um genau zu sein. Und wir wollen heute ein neues Feature natürlich selbst implementieren. Wir verlassen uns nicht nur darauf, dass Counter oder Counter-Slice so toll sind, sondern wir wollen natürlich das Ganze auch selbst machen. Aber ich wollte natürlich, dass ihr einen groben Plan habt, was heute auf dem Plan überhaupt steht, was wir alles machen werden. So, deswegen machen wir hier mal ein neues Feature. Wir erstellen uns einen neuen Ordner. Und ich nenne den jetzt einfach mal, naja, da wir einen Counter schon haben, nenne ich ihn jetzt einfach mal To-Do. So, also quasi eine To-Do-Liste, ja. Das ist nicht noch für mich zum Machen, sondern es ist eine To-Do-Liste. Okay, wir packen uns hier eine JavaScript-Datei rein und nennen die jetzt einfach mal To-Do. Und das ist erstmal ganz gut soweit. So, packen wir natürlich in Git auch direkt mit rein. Und jetzt wollen wir hier drin natürlich im Endeffekt eine ganz normale Komponente machen, die wir auch hier exportieren können. Im Endeffekt, ähnlich wie bei unserem Counter, wollen wir deswegen hier natürlich erstmal React importieren, das sollte klar sein. React from React, dann importieren wir für später, weil wir natürlich hier auch noch Sachen brauchen werden, den UseSelector aus React Redux, das kommt noch. Und wir brauchen selbstverständlich eine Export. Ja? Ich werde mich jetzt hier sehr kurz halten, ich werde das Ganze als Funktion reinpacken. Wie gesagt, es gibt Gruppen von Menschen, die sehr gerne mit Klassen arbeiten. Es gibt Leute, die arbeiten sogar gerne mit TypeScript. Und es gibt Leute, die schreiben eigentlich ganz gerne Sachen nur als Funktion. Alle Optionen sind valide. Es kommt auf euer Projekt drauf an und was eure Gruppe im Projekt machen möchte. Ich zeige euch hier immer wieder verschiedene Schreibweisen, weil es Projekte mit der einen Schreibweise gibt, mit TypeScript zum Beispiel. Das haben wir jetzt die letzten paar Male viel gemacht. Jetzt zeige ich euch mal wieder was man als Funktion machen kann. Und nein, es ist nicht Standard, das ganze Ding als Funktion zu schreiben. Es ist in manchen Projekten Standard. Es ist in anderen Projekten völliger Standard, das eben als TypeScript zu schreiben. Und es ist nicht schlecht, es als TypeScript oder als Funktion zu schreiben. Manche finden eben das eine übersichtlicher, andere das andere. Das wollte ich hier nur mal ganz kurz dazu sagen. So, also erstmal schreiben wir uns eine Const, machen wir doch eine To-Do. Und die bauen wir uns jetzt einfach mal hier so. So, nein, das war nicht der Plan. Okay, also was wir hier reinpacken, ist erstmal eine Liste an To-Do-Einträgen sozusagen. Für unsere To-Do-Liste brauchen wir natürlich To-Dos. So, das heißt, wir holen uns die und jetzt benutzen wir hier direkt den UseSelector. Denn wir wollen ja die To-Do-Listen, also die Einträge für unsere To-Do-Liste in einem Zustand speichern. Wir wollen die ja nicht jetzt hier die ganze Zeit für uns hier halten, sondern wir wollen die grundsätzlich für jeden verfügbar machen. Ich meine, schreiben wir gerade eine To-Do-Listen-App und jede einzelne Komponente braucht wahrscheinlich Zugriff auf die einzelnen Einträge in der To-Do-Liste. Man muss sie löschen können, das machen wir hier drin zum Beispiel aber nicht, sondern in einer anderen Kategorie und so weiter und so fort. Und deswegen benutzen wir den UseSelector von Redux. Das heißt, wir wollen später die To-Dos, also die Einträge in unserem Generalstore quasi speichern, der alle Einträge verwaltet. Okay, was wir jetzt also machen, ist, wir wollen aus unserem State dann die State.ToDos auslesen. Das ist das, was wir machen wollen. Gibt es allerdings noch nicht natürlich, machen wir aber noch. So, cool. Was wir als nächstes brauchen, ist natürlich irgendwie so eine Art Rendering. Das heißt, sowas wie rendered to-do. Und die holen wir uns als, wir holen sie quasi über unsere To-Dos. Also diese To-Dos von da oben. Und sagen hier, ey, wir wollen die alle mal bitte schön formatieren. Und zwar jedes einzelne To-Do soll bitte formatiert werden, wie folgt. So, jetzt ist die große Preisfrage, was machen wir denn mit dem? Wie stellen wir sie dar? Das ist immer das, wo ich am längsten brauche. Langweilig wie ich bin, machen wir das Ganze einfach in Paragraphen rein. Und, wobei eigentlich doch, nee, passt. Ist okay. Kann man hier reinmachen und dann sagen wir dem ganzen Ding, geben wir einen Class-Name. To-Do Entry. Entry. So, und den Key setzen wir auf todo.id. So, cool. Und hier rein machen wir den todo.content. Genauso. Okay, ich glaube, das ist ganz okay. Das reicht jetzt erstmal für den Anfang. Und ja, hier unten wollen wir natürlich noch was returnen. Das heißt, wir returnen hier insgesamt eine div natürlich mit der
mit der Class. Was machen wir? To-Do List. So, sowas in die Richtung. Und hier rein packen wir einfach die kompletten To-Dos. Also rendered To-Do. Cool. Okay, also damit haben wir quasi erstmal unser komplettes Ding fertig gebaut. Und können jetzt hier eigentlich drauf aufbauen, dass wir ja das eigentlich nur noch hier verwenden müssen. Wir müssen ja jetzt hier nicht mehr wirklich was machen, sondern wir haben schon alles. Und wir können das jetzt eigentlich schon hier importieren. Ich würde das mal hier oben unter den Counter schreiben, denn die anderen Sachen sind ja was anderes. Das ist ja eine CSS. So, wie haben wir es genannt? Wir haben To-Do gesagt. Tidy, genau. To-Do. Von To-Do? Ja, dankeschön. Das habe ich gesucht. Und jetzt sagen wir hier einfach mal, wir wollen To-Do hier drin haben. Cool. Wenn wir das jetzt natürlich neu laden oder speichern oder sowas, dann schmiert mir das natürlich alles ab, ist klar, weil hier natürlich noch sehr vieles drin ist, was wir noch gar nicht haben. Ja? Wir haben vor allem den State noch nicht gemacht. Und den State, den machen wir jetzt. Das heißt, das ist jetzt erstmal nur das, was wir sehen, was wir quasi am Ende benutzen wollen. Das ist sozusagen unsere Komponente, die sich um die Verwaltung von den To-Dos kümmert. Und wir wollen jetzt noch diesen Slice generieren, ja? Diesen Slice, den wir hier auch bei Counter hatten. Counter Slice hat ja im Endeffekt uns die Möglichkeit gegeben, Sachen in den Store einzutragen. Und ja, das müssen wir jetzt natürlich noch machen hier. So, das heißt, wir bauen uns hier unter To-Do einen To-Do-Slice. To-Do-Slice. Okay. Und hier rein soll jetzt bitte alles, was mit dem Slicing zu tun hat, also im Endeffekt dieses Create Slice, was wir hier brauchen. Create Slice. So. From Toolkit. Genau das. Und hier drin wollen wir natürlich jetzt erstmal sagen, was unser Anfangszustand zum Beispiel ist. Das heißt, sagen hier ein const init state, sowas in die Richtung. Und definieren, nein. Also ja, aber nein. Nachher kommt der Create Slice. Wir definieren uns das Ganze hier als, was haben wir gesagt, was brauchen wir alles? Wir brauchen eine ID und ein Content, oder? Also haben wir hier im Endeffekt ID, Doppelpunkt, sagen wir einfach mal, das ist 1. Und wir brauchen den Content, das ist Hallo Redux. Und unser zweiter Teil, damit wir nicht ganz so leer aussehen hier, ist natürlich ID Doppelpunkt 2. Das sollte ich vielleicht so schreiben. Und unser Content, der soll bitte Yay, it works sein. Okay, cool. Damit haben wir jetzt zumindest mal Inhalte. Die müssen wir jetzt natürlich noch irgendwie in den Zustand reinquetschen. Und wenn wir sie verändern, dann verändern die sich natürlich auch, ist klar. Aber wir brauchen erstmal irgendwas, damit wir überhaupt was sehen. Und das ist eben dieser Init-State bei mir. So. Und jetzt müssen wir natürlich den Slice generieren. Das hatten wir schon gesehen. To-Do, genau, To-Do Slice. So, To-Do Slice sieht, habe ich das L klein? Ah ja, das ist ein kleines L. Okay, sehr schön. Sieht folgendermaßen aus. Wir benutzen natürlich Create Slice dafür und machen hier Folgendes. Wir bauen uns das Ganze mit einem Namen. Also das können wir wirklich hier quasi so übernehmen, was hier drüben steht. Hier oben haben wir auch den Initial State. Okay, ich hätte ihn vielleicht Initial State nennen sollen und nicht Init State. Ich bin aber faul, ich darf das. So, also, wir haben hier tatsächlich direkt diesen Counter-Slice gesehen. Und im Endeffekt bei uns ist es halt der To-Do-Slice. Create Slice. Und hier steht dann Name, dann der Startzustand und dann die Reducers. Und genau nach dem Schema gehen wir immer vor. Ja? Name, Startzustand, Reducers. Immer. Genauso. So, das heißt, was wir machen hier ist Folgendes. Wir machen Name To-Dos. Habe ich das To-Dos genannt? Ich glaube, ich habe es immer To-Dos genannt, oder? Ja, habe ich. Wunderschön. Also Name To-Dos. Und dann haben wir hier den Init-State. Wunderschön. Und wir haben die Reducers. Die Reducers. Doppelpunkt. So. Und die sind am Anfang noch leer. Weil, naja, am Anfang ist halt nichts da, ne? Und weil ich boosted bin, habe ich hier die geschweiften Klammern vergessen. Das war natürlich nicht geplant. Und ihr dürft nach da ganz hinten. So. So, das brauchen wir auch nicht. Das können wir nach da rutschen.
So sieht das besser aus. Jetzt noch hier das Komma rein und das passt alles. Okay, cool. So, damit haben wir hier quasi erstmal unseren To-Do-Slice generiert. Und jetzt müssen wir den natürlich noch irgendwie exportieren, ne? Ich habe mich hier dummerweise nicht an die Namenskonvention gehalten, weil ich dumm bin. Habe ich mich an die Namenskonvention? Ja, ich habe mich eigentlich nicht daran gehalten. Ist egal. Ignoriert das bitte. Und wir machen hier einen Export Default, weil wir das natürlich exportieren wollen und sagen hier, was wollen wir exportieren? Naja, die To-Do-Slices natürlich. Aber von dort wollen wir standardmäßig immer nur die Reducer exportieren. Der Rest, den interessiert eigentlich niemand irgendwas. Ja? So, das heißt, wir haben jetzt hier offensichtlich einmal so ein sehr, sehr roughes Konzept geschrieben mit allem drumherum, also quasi Boilerplate-Code. Wir haben Startzustand definiert. Wir haben dem Ding einen Namen gegeben, wie wir drauf zugreifen wollen, welchen wir übrigens hier drüben wieder verwenden. Mit dem Use-Selector greifen wir immer auf den Namen zu. Und wir haben den Startzustand reingepackt und wir haben dann gesagt, okay, und es gibt noch keine Actions, um das Ding zu verändern. Es wird aber irgendwann in der Zukunft noch Actions geben, damit wir das auch anpassen können. So, cool. Damit kann ich das Ding jetzt in den Store einbauen, um hier tatsächlich endlich mal, naja, meinen Zustand überhaupt zu haben. Das heißt, im Store selber speichere ich mir ja den Zustand rein. Und den mache ich jetzt direkt unter den Counter. Das heißt, ich packe mir hier meine To-Dos rein, To-Dos, Doppelpunkt, und dann sage ich hier To-Do Reducer sozusagen. Reducer, wobei ich den natürlich noch nicht importiert habe, das heißt, ich muss den hier oben noch importieren. To-Do, meine ich natürlich, To-Do Slice, ist das richtig? To-Do Slice, perfekt. So, und ich will natürlich den, naja, eigentlich will ich ja nur die Reducer haben, ne? Ich exportiere hier unten nicht das komplette To-Do Slice, sondern nur die Reducer. Dementsprechend möchte ich das Ding hier oben auch To-Do Reducer nennen und nicht To-Do Slice. Und damit habe ich mir sozusagen meinen Zustand hier reingespeichert. Ich habe quasi gesagt, okay, jetzt weiß ich, wie das aussehen soll. Jetzt soll es bitte genauso funktionieren. So, und jetzt lassen wir das nochmal ganz kurz starten und schauen uns mal an, was wir noch tun müssen. So, und wir sehen, dass ich hier jetzt gerade nichts mehr habe. Ich habe es hier zweimal aus Versehen aufgemacht, weil, ja, im Endeffekt gibt es mir noch einen Fehler. Und zwar, dass hier der initiale Zustand, dass der noch undefined ist. Wir gucken uns das nochmal ganz kurz an und ich habe da sicher irgendwo, genau, ich habe hier, stimmt, ja, richtig, ich habe hier das Ganze Init State genannt. Normalerweise müsste ich das ja Initial State nennen. Ich kann das aber auch so machen, Initial State, Doppelpunkt, Init State. So, das würde auch funktionieren. Und dann lande ich hier und dann haben wir hier einmal Hallo Redux. Das ist mein erster Post, falls ihr euch erinnert. Ja, das ist meine erste To-Do-Liste. Und meine zweite To-Do-Liste ist Yay, it works. Cool. Das ist schon mal ganz nice. Das heißt, wir haben jetzt hier tatsächlich diesen initialen Zustand hier reingeschrieben und dieser Zustand steht jetzt in unserem Store und jede Komponente kann darauf zugreifen, indem sie einfach mit dem Use-Selector den State.todos verwendet. Okay, aber irgendwie macht das für eine To-Do-Liste immer noch nicht wirklich Sinn, weil ich kann ja noch nichts abhaken. Ich kann ja noch nichts verändern und deswegen brauche ich meine Reducer. Und das schauen wir uns nächstes Video an. Bis dann, ciao.